Hey Leute, das Rad, was hier hinter mir hängt, ist das Norco Optik und das ist ein ganz besonderes Rad, weil es hat knackige 125 mm Federweg in Kombination mit einem trendigen High-Pivot-Design. Sehr spezieller Ansatz und um zu schauen, was dieses Rad auf dem Kasten hat, sind wir nach Südfrankreich gereist mit 8 top-aktuellen Trailbikes im Gepäck. Und ihr erfahrt heute hier im Video, wie sich das Norco Optik gegen die Konkurrenz schlägt. Viel Spaß dabei! Schon das alte Norco Optik war ein ziemlich spezielles Rad, weil es wenig Federweg mit einer für damalige Verhältnisse wirklich extremen und sehr abfahrtslastigen Geometrie vereint hat. Das neue Optik setzt da jetzt nochmal einen drauf, denn Norco hat sich gedacht, wir kombinieren 125 mm Federweg, also für ein Trailbike wirklich wenig Federweg, mit einem High-Pivot-Viergelenker-Design. Ein sehr ungewöhnlicher Ansatz. Ihr wisst ja, High-Pivot-Räder liegen gerade voll im Trend, aber eher so im Enduro- und Downhill-Bereich. Im Trailbike-Segment ist das eher nicht so verbreitet und gerade so im kurzhubigen Trailbike-Bereich sieht man High-Pivot-Räder eigentlich fast nie. Und Norco ist jetzt eben mit dem Optik auf diesen High-Pivot-Zug aufgesprungen und hat gesagt, es bietet so viele Vorteile, dass wir das auch in einem kurzhubigen Paket mit 125 mm Federweg anbieten. Was genau das bedeutet, ist, dass der Hauptdrehpunkt im Vergleich zu herkömmlichen Hinterbaudesigns eine ganze Ecke höher liegt. Dadurch ist die Raderhebungskurve deutlich stärker nach hinten gerichtet, wodurch sich der Hinterbau bei einem Schlag lenkt und eher nach hinten ausweicht, statt nach oben auszuweichen. Und dadurch soll das Rad viel Traktion generieren und mehr Kontrolle in verblocktem Gelände ermöglichen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass man nur 125 mm Federweg braucht, um auch mit langhubigeren Bikes mitzuhalten. So jedenfalls die Theorie. Was auch mit einem High-Pivot-Design einhergeht, ist eine Kettenumlenkung, um diverse Nachteile dieses High-Pivot-Systems wieder in den Griff zu bekommen. Deswegen führt die Kette nicht ums Kettenblatt rum, sondern am Kettenblatt nach oben und dann gibt es weiter oberhalb davon eine Umlenkrolle. Die Kettenumlenkung bei diesem High-Pivot-Viergelenker-Hinterbau liegt genau im Drehpunkt. iTrack nennt sich das und das hat sich Norco patentieren lassen. Wie gesagt, hat das Norco Optik gerade mal 125 mm Federweg am Heck. Vorne sind es 140 mm. Das Rad gibt es als Carbon-Variante und als Alu-Variante. In Deutschland ist allerdings lediglich das Rahmenset in Carbon erhältlich zu einem Preis von 4.199 €. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, boah, Norco Optik könnte ein Rad für mich sein, dann müsst ihr da auf einen Individualaufbau zurückgreifen. Generell ist das Norco Optik ein 29er. Es gibt allerdings ein cleveres Detail, und zwar ist die untere Dämpferaufnahme austauschbar. Und wenn ihr diese Dämpferaufnahme austauscht und die Umlenkwippe austauscht, dann könnt ihr das Norco Optik, wenn ihr es denn wollt, auch mit einem kleineren 27,5 Zoll Hinterrad fahren. Auf ein Staufach muss man am Norco Optik verzichten, dafür gibt es aber eine Aufnahme für einen Tool Mount. Und wo man auf jeden Fall auch die kanadischen Wurzeln des Norco Optiks merkt, ist am Shuttle Guard am Unterrohr, damit ihr das Optik schön auf die Ladefläche von einem Pickup knallen könnt, um Shuttle Laps zu machen. In Europa eher nicht so relevant, aber man merkt daran auf jeden Fall die kanadischen Wurzeln des Optiks. Norco verzichtet beim Optik auf die üblichen Größenbezeichnungen von XS bis XL. Stattdessen sind die Rahmengrößen durchnummeriert von 1 über 2, 3 und 4 bis hin zu 5. Wir haben die goldene Mitte getestet, nämlich Rahmengröße 3. Da hat das Norco Optik einen moderat langen Reach von 472,5 mm, also in unserem Testfeld eher auf der kürzeren Seite. Die Kettenstreben am Norco Optik sind generell auf der kurzen Seite, liegen zwischen 421 und 437 mm je nach Rahmengröße. Das heißt, sie wachsen mit der Rahmengröße mit, sind aber definitiv auf der kompakten Seite. An unserem Testrad in Größe 3 messen die Kettenstreben statisch 429 mm, also erstmal sehr kurz. Man muss aber dazu sagen, bei High-Pivot-Rädern ist es generell so, wenn diese Räder einfedern, dann verlängert sich der Abstand zwischen Tretlager und Hinterradachse wegen dieser nach hinten gerichteten Raderhebungskurve. Das ist eben so das typische Merkmal von einem High-Pivot-Design. Das heißt, in der Praxis, wenn ihr im Sack sitzt oder wenn ein Schlag drauf kommt oder ihr durch eine Kurve fahrt, dann sind die Kettenstreben etwas länger als diese statischen 429 mm. Aber festhalten kann man auf jeden Fall, dass das Norco trotzdem ein ziemlich kurzes Heck hat. Der Lenkwinkel liegt bei 65 Grad, also jetzt weder besonders flach noch besonders steil, und das Tretlager ist um 32 mm abgesenkt, also eher niedrig.
Das Norco Optik gibt es in Deutschland, wie gesagt, nur als Rahmenkit. Es ist aber insgesamt schon abfahrtslastig aufgebaut, wie es auch von Norco vorgesehen ist. Das bedeutet, vorne steckt eine Fox 36 Factory mit 140 mm Federweg drin. Am Heck ist auch ein Fox Factory Dämpfer verbaut. Dazu Carbon-Laufräder von Crank Brothers und eine SRAM Eagle Transmission Schaltgruppe. Natürlich, wie sich das heutzutage gehört, kabellos und elektronisch. Die Sattelstütze kommt von OneUp. Ansonsten gibt es so ein paar Besonderheiten bei unseren Testbikes, denn wir haben einige Sachen vereinheitlicht. Wir haben zum Beispiel alle Lenker auf eine Breite von 770 mm gekürzt, damit man sich eben auf die unterschiedlichen Testbikes draufsetzt und das eine Rad nicht so breit sich greift und das andere so einen schmalen Lenker hat, sondern damit sich eben jedes Rad am Cockpit möglichst gleich anfühlt. Außerdem haben wir die Kontaktpunkte vereinheitlicht. Sprich, Griffe und Sättel kommen von Ergon, sind speziell ergonomisch abgestimmt. Hier haben wir immer dieselben Produkte aus derselben Produktlinie von Ergon genommen. Außerdem soll es hin und wieder auch in Südfrankreich mal regnen, deswegen hat jedes unserer 8 Testräder ein Schutzblech von Unleashed bekommen. Und bei den Reifen haben wir einheitliche Produkte von Goodyear verwendet, weil Reifen sind eigentlich so der wichtigste und hoffentlich der einzige Kontaktpunkt zwischen Fahrrad und Untergrund. Und der Reifen hat einen riesengroßen Einfluss darauf, wie sich das Fahrrad fährt. Deswegen haben wir in diesem Vergleichstest gesagt, wir wollen an allen Bikes dieselben Reifen. Das sind jetzt hier Goodyear Newton-Reifen in der stabilen Enduro-Karkasse. Wir haben deswegen die Enduro-Karkasse gewählt, weil die Trails hier in Südfrankreich wirklich hart und anspruchsvoll und steinig sind und wir da einfach auf der sicheren Seite sein wollten und keine Defekten und Platten haben wollten. Deswegen haben wir hier an den Trailbikes die Enduro-Karkasse gewählt. Dazu hat IXS mit Helmen und Protektoren und auch sehr, sehr schicken Klamotten dafür gesorgt, dass wir immer bestens gekleidet und gut geschützt hier über die Trails fetzen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie sich dieses Norco Optik mit gerade mal 125 mm Federweg und High Pivot Hinterbau gegen die etwas normalere Trailbike-Konkurrenz schlägt. Das erfahrt ihr gleich in unseren Fahreindrücken, aber vorher nehmen wir euch erstmal mit hier auf die harten Trails in Südfrankreich. Nights get you high. Little bit wild, but it's alright. Even bright lights got a dark side. Even good love feels like drugs. Even good times get you high. Little bit lost, but it's alright. Even bright lights got a dark side. Wir unterhalten uns jetzt nämlich über das Norco Optik, sind zurück aus Frankreich, zurück in unserem schönen Studio und haben ganz schön viele Eindrücke, auch vom Optik. Wie sehen diese aus? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Uphill an. Was kann das Norco Optik bergauf? Das ist das Rad mit dem wenigsten Federweg im Test und es ist nicht das Beste im Uphill, muss man vorweg sagen. Es ist allerdings auch ein High-Pivot-Bike, was meistens ein bisschen Einflüsse aufs Uphill-Verhalten hat. Und so ist es auch beim Optik. Also es fährt sich solide bergauf, aber für einen 125 mm Federweg-Bike jetzt auch nicht herausragend. Ja. Was schon nervig war, ist, dass der Eitler halt recht viele Geräusche von sich gegeben hat. Wenn er nicht gepflegt war sowieso, also wenn du da am späten Nachmittags noch mal eine Runde gefahren bist, hat es schon öfter mal geknarzt und geknackt. Aber auch so war es schon ein bisschen laut und man hatte auch das Gefühl, dass da vielleicht dann auch ein bisschen Energie verloren geht. Ja, also man muss dazu sagen, wir sind die Räder in Südfrankreich gefahren, hatten überwiegend sehr gute Bedingungen, staubige Trails. Da ist dann noch mal ein bisschen mehr in die ganze Umlenkung und so weiter gekommen. Aber es hat schon geknarzt und man muss die Kette und die Umlenkrolle wirklich pflegen, damit man einen leisen Antrieb hat. Das habe ich auch als störend empfunden, was so die reinen Uphill-Eigenschaften angeht. Also Sitzposition passt gut. Klar, so die Effizienz durch die Umlenkung, da geht schon ein bisschen was verloren. Ich finde, das hat man im direkten Vergleich gemerkt. Ja, gerade wenn es dreckig war. Gerade wenn es dreckig war, dann hat man es eben auch gehört. Und ich finde eben auch für ein Rad mit 125 mm Federweg denkt man eigentlich, das würde jetzt die Trails hochfliegen. Ja. Und das war halt nicht der Fall. Es war jetzt keineswegs schlecht, aber es war auch nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Ja. Andererseits, wer sich das Norco Optik kauft, der wird es sich wahrscheinlich nicht kaufen, um damit nur bergauf zu fahren, sondern vor allem um bergab zu fahren. Ist ja ein super spannendes Konzept, 125 mm, aber mit High-Pivot-Hinterbau und Kettenumlenkung. Wie ist das Konzept aufgegangen auf unserer Teststrecke? Sagen wir mal so, also das Fahrrad hat an der Front 140 mm, by the way. Und ich würde behaupten, in den Kurven geht es enorm gut. Ja. Also es geht sehr, sehr gut um Kurven. Es ist super wendig, agil und hat also viel Grip. Man fährt, ich würde jetzt nicht sagen wie auf Schienen, aber es geht in die Richtung.
Leider wird die Potenz, sage ich mal, oder das, was möglich wäre mit dem Fahrrad, schon ziemlich gemindert oder gehindert durch den wenigen Federweg, der auch ziemlich straff ist, der auch im Endeffekt sehr abrupt endet gefühlt. Also ich habe da kein Bottomless-Gefühl gehabt bei dem Fahrrad. Es war eher straff, vor allem auch die Gabel, die 140 mm haben das Ganze nochmal, für mich persönlich nochmal weiter limitiert, weil ich ziemlich viel Feedback in meine Hände oder in den Oberkörper bekommen habe, was ich bei den anderen Rädern nicht hatte. Also es hat sich anstrengend gefahren. Ja, hat's im direkten Vergleich, ich weiß noch, wir sind, also jeder, der das erste Mal aufs Norco gestiegen ist, voller Vorfreude, und nach der ersten Pause musste man wirklich so die Hände ausschütteln, weil es spürbar anstrengender war als die anderen. Ich habe auch viel rumgeklickt, ich habe viel versucht mit dem Gabel-Setup und weil ich mir irgendwie auch dachte, das kann eigentlich nicht sein, aber im Endeffekt war das komplette Konzept aus einem wahrscheinlich sehr steifem Rahmen. Wenig Federweg und also die Hände haben das definitiv zu spüren bekommen. Ja. Klingt jetzt erstmal relativ negativ, aber es gibt ja auch genug Positives über das Norco bergab zu sagen. Wie kann man das zusammenfassen? Genau, wie Mitch ja schon gesagt hat, in Kurven ist es halt wirklich, wirklich brutal. Ja. Also wenn du was Flowiges hast oder enge Kurven, da geht es halt richtig geil ab. Wenn du jetzt hier so einen Flowtrail hast, ein paar Sprünge drin und so weiter, das ist echt richtig, richtig geil. Das ist zu Hause, ja. Und wirklich, wir hatten im Testtrack so eine Sektion, wo es so relativ eng durch Steilkurven ging und da ist die Karre halt marschiert. Das hat ultra viel Spaß gemacht auf dem Norco. Da war es mit das beste Rad, würde ich sagen. Das ist richtig cool. Genau, aber sonst denke ich, dass man sich mit ein bisschen mehr Federweg einfach einen Gefallen getan hätte. Und einfach mal 135 statt 125. Und dann wäre es einfach ein bisschen komfortabler gewesen, auch in ruppigeren Sektionen einfach ein bisschen besser insgesamt gewesen. Meiner Meinung nach würde auch nochmal 10, vielleicht sogar 20 mm an der Front helfen. Dann würde es vielleicht nicht mehr so weit abgegrenzt sein vom nächstgrößeren Rad. Das ist wahrscheinlich das Optik. Wir haben das Optik getestet. Es wäre das Side. Das Side. Aber andererseits, also würdest du 20 mm mehr Federweg vorne machen? 160, 125? Ja, nur in Kombination mit mehr Federweg am Heck. Aber dann sind wir halt wieder von dem eigentlichen Konzept, was angestrebt wird, weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich geht das Konzept so nicht ganz auf. Mit ein bisschen mehr Federweg, wie Arne gerade sagte, würde es wahrscheinlich sich einfach ein bisschen angenehmer fahren und nicht ganz so harsch sein. Dazu vorne noch 10 mm mehr, da sind wir auch im Range der anderen Räder im Trailwork-Bereich. Und das würde dem Fahrrad grundsätzlich wahrscheinlich auch gut tun. Man kann aber trotzdem sagen, man kann mit diesem Fahrrad definitiv viel Spaß haben. Man braucht eben die richtigen Trails dafür. Ja. Wenn man damit jetzt sich das klassische High-Pivot Terrain irgendwie vorstellt, also eher Wurzelteppiche, Steine, viel grobes Geläuf, bin ich nicht zu Hause mit dem Fahrrad. Ja. Und wenn, dann eher im flowigen Segment. Und da funktioniert es aber auch gut. Ja, da macht es richtig viel Spaß. Um halt wirklich in grobem Gelände zu glänzen, bräuchte es einfach ein bisschen mehr Federweg. Und dann würde ich eigentlich sagen, statt 125 mm und High Pivot ist man wahrscheinlich mit einem Rad mit 140 mm und einem klassischen Viergelenker besser bedient. Ja. Trotzdem ein super spannendes Rad. Es hat in gewissen Segmenten wahnsinnig viel Spaß gemacht. In anderen Segmenten hat es uns dann so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Aber es ist definitiv ein sehr interessantes Rad. Und wenn ihr die passenden Trails habt, dann kann es auch ein richtig gutes Gerät sein. Das war unser Review vom Norco Optik. Definitiv ein sehr spannendes und sehr spezielles Rad. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schaut entweder in den Artikel auf MTB News, den wir euch gerne hier verlinken, oder postet sie einfach unten in die Kommentare. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft keine unserer Videos mehr verpasst. Ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.